Willkommen bei Military Miniatures Magazin www.miniatures.de. In dieser Ausgabe befestigen wir den Hexenturm in Kästenholz, dem heutigen Châtenois in den Vogesen. Der Ort, der wohl auf eine keltische Siedlung zurückgeht, wird wegen seiner Kastanienhaine später von den Römern Castenetum genannt. Der Ort hat strategische Bedeutung, weil er die Straße kontrolliert, die zu den Vogesenpässen und in die Rheinebene führt. Dementsprechend war Kästenholz im Mittelalter und im Dreißigjährigen Krieg stark umkämpft. Die noch heute zum Teil erhaltene Stadtmauer stammt aus dem 14. Jahrhundert und der von Khepri herausgegebene Hexenturm im Maßstab 1:87 ist der innere von 3 Tortürmen, die den Zugang zur Stadt kontrollierten. Khepri liefert das Modell leider ohne Tore aus, weshalb wir jetzt selbst Hand anlegen und den Hexenturm in einen verteidigungsfähigen Zustand versetzen. Als Baumaterial verwenden wir hier Polystyrol-Kunststoffplatten, die von einem alten Blumentopf stammen. Wir haben 2 dieser 0,4 mm dicken Kunststoffplatten miteinander verleimt, die Form des Torbogens vom Modell abgenommen und dann mit der Schere ausgeschnitten. Anschließend wird das Tor in 2 bewegliche Torflügel geteilt, die wir dann mit Brettern beplanken. Für die Bretter verwenden wir ebenfalls Polystyrolplatten aus dem Blumentopf, die mit grobem Schleifpapier so verkratzt werden, dass an der Oberfläche eine Holzstruktur entsteht. Dazu wird das Schmirgelpapier fest gegen den Kunststoff gedrückt und dann entlang der Faserrichtung über den Kunststoff gezogen. Das Ergebnis sieht dann ziemlich überzeugend nach Holzmaserung aus. Anschließend zerlegen wir die Kunststoffplatte in 1 bis 1,5 mm breite Streifen. Die erste dieser Holzlatten wird im Winkel von 45 Grad geteilt, weil wir die Torflügel mit Schrägbalken beplanken wollen. Es ist nur erforderlich, die erste Planke in der Tormitte so zu setzen, dass der Winkel stimmt. Alles andere ergibt sich dann. Da die Planken in der Breite etwas variieren, ist es wichtig,
eine ganze Planke zu verwenden, sie in der Mitte zu teilen und dann auf jedem der Torflügel zu verwenden. Nur so lässt sich die Symmetrie erhalten. Mit der schmalen Klinge des Cutters lässt sich feststellen, dass die Fugen gerade und etwa gleich breit ausgeführt werden. Sind die Torflügel fertig beplankt, wird alles überstehende Material mit der Schere entfernt. Anschließend zeichnen wir auf der Rückseite des rechten Torflügels das sogenannte Mannloch ein. Das ist eine ziemlich kleine und unbequeme Tür, durch die man mit etwas Mühe in die Stadt hinein oder aus der Stadt herauskommen kann, wenn die Tore bereits geschlossen sind. Das Mannloch ist bewusst so klein gewählt, um einen Handstreich gegen die Torbesatzung zu verhindern. Wer spät nachts noch durch das Tor schlüpfen wollte, hatte bei der Wache eine Gebühr zu entrichten. In Simulations- und Rollenspielen wird diese Schlupfpforte also immer eine interessante Rolle spielen. Es braucht eine scharfe Klinge und etwas Geduld, um das Mannloch so aus dem Torflügel herauszutrennen, dass wir beide Bauteile später gut verwenden können. Anschließend werden alle Schnittkanten mit Skalpell und Feile bearbeitet, damit die Pforte wieder schön in den Torflügel hineinpasst. An der Innenseite mit einem Scharnier befestigt, kann die Pforte beweglich montiert werden. Beim Beplanken der Innenseite des Tores achten wir wieder darauf, dass die erste Planke im perfekten Winkel gesetzt wird. Alle weiteren Planken können dann daran anschließen. Auch hier verwenden wir wieder die Klinge des Cutters, um die Fugenbreite genau festzulegen. Das Mannloch wird wieder in den Torflügel eingesetzt und dann gleich mit beplankt.
Die schönen Sparren im Tor könnten später auch in Wappenfarben bemalt werden, zum Beispiel abwechselnd grün und gelb für Châtenois oder abwechselnd schwarz und gelb für eine kaiserliche Reichsstadt, weiß und blau für bayerischen Besitz oder orange und blau für das Herzogtum Nassau und so weiter. Zuletzt trennen wir das Mannloch wieder aus dem Torflügel heraus und säubern die Schnittkanten noch einmal. Im Modellbaubedarf gibt es klitzekleine Scharniere für Querruder und Seitenruder an Flugzeugen, die auch zum Beweglichmachen des Mannlochs verwendet werden können. Inzwischen haben wir das Tor braungrau lackiert und an den Seiten 2 mm Polystyrol-Rundstab angebracht, um das Tor drehbar gelagert in den Turm einzubauen. Jetzt bereiten wir eine Lasur der Künstler Acrylfarbe Umbra gebrannt, die mit viel Wasser verdünnt und dann mit Ochsengalle als Fließmittel behandelt wird. Beide Torflügel sind mit Glanzlack fixiert, damit die Lasur nicht in die Farbe eindringen kann, sondern nur die Fugen schattiert. Hier ist sehr schön zu sehen, wie die Lasur praktisch komplett in den Fugen verschwindet und auf der Oberfläche keine hässlichen Pfützen bildet. Die Lasur muss mehrere Stunden trocknen, bevor wir das Tor mit Mattlack fixieren können. Der matte Klarlack bildet dann auch die Grundlage für den letzten Arbeitsschritt, das Trockenbürsten. Für das Trockenbürsten mischen wir aus Ocker und Titanweiß einen beigen Farbton, den wir dann mit einem Borstenpinsel ganz vorsichtig über die Torflügel bürsten. Der Pinsel muss dabei so trocken sein, dass er nur noch ganz wenig Pigment an die erhabenen Flächen der Torflügel abgibt und diese etwas hervorhebt. Hier sieht man sehr schön den Unterschied zwischen der bereits trocken gebürsteten Torhälfte und der anderen noch nicht behandelten Seite. Ja, und so sieht unser Tor jetzt aus, nachdem wir es in den Hexenturm eingefügt haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht auf Wiedersehen beim nächsten Tutorial.